Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, eurer Baba Yaga. Ab jetzt beginnt eine neue Design-Katalog-Ära auf diesem Kanal. Und zwar habe ich hunderte Codes für euch gesammelt und nach Kategorien sortiert, die ich euch Video für Video vorstellen werde. Also speichert euch unbedingt diese Playlist und nutzt dann die Playlist, um alle Codes auf einen Blick zu haben und natürlich auch um alle möglichen neuen Videos zu sehen. Und wenn ihr gerne noch mehr Codes teilen wollt, die unbedingt in den Videos drankommen sollen, dann joint sehr, sehr gerne meinem Discord-Server. Da haben wir in der Animal Crossing-Kategorie einen extra Channel für Design-Codes und irgendwann werde ich dann auch diesen Code vorstellen in einem der vielen Videos, die kommen werden. Und heute starten wir dann mit den Designs für die neuen Straßenlaternen. An denen können ja auf beiden Seiten Custom-Designs benutzt werden. Und da gibt es schon mittlerweile wieder viele schöne neue Ideen. Und da wird in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr dazu kommen. Und die ersten Codes, die ich euch zeige, sind einmal von dem Design, was ihr auch gerade eben als Bild gesehen habt. Und zwar von diesen Körben mit den Blumen drin, die auch so ein bisschen über den Korb hängen. Und ich finde, die sehen einfach wunderschön aus. Das ist auch das allererste, was ich gesehen habe, was in die Richtung geht, was halt zu den neuen Straßenlaternen passt. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Das heißt, es wird wahrscheinlich für jede Insel was da geben. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Designs, die jetzt gleich kommen werden. Und übrigens, kurzer Disclaimer, ich zeige euch immer sowohl die MA als auch die MO. Also ihr seht dann auch die anderen Designs, aber wir sprechen über ein bestimmtes. Und keine Sorge, ihr werdet dann den Weg und was hier alles ist, dann in den nächsten Videos sehen. Das heißt, hier könnt ihr schon mal euch auch ein bisschen die anderen Codes angucken, aber ihr werdet diese ganzen Codes auch nochmal in den spezifischen Videos sehen, deswegen keine Sorge. Aber hier geht es jetzt natürlich um die Lampendesigns. Die nächsten Codes sind eher so Halloween-Goth-mäßig. Also wir haben hier dunkle Schleifen, Spinnen, Fledermäuse und da kann ich mir das auch für viele verschiedene Designs vorstellen, beziehungsweise verschiedene Inselthemen. Und die Kerzen, die Kränze finde ich sehr, sehr schön. Ich finde das Spinnennetz sehr cool. Das passt natürlich auch zu allen möglichen Inseln, je nachdem, was man für eine Ecke gestaltet. Und mir gefallen natürlich auch die Fledermäuse sehr gut. Das finde ich auch immer sehr nice. Und auch diese Ketten, die ihr jetzt gleich sehen werdet, diese runterhängen, die sind auch sehr cool. Und natürlich könnt ihr auch die Designs anderweitig verwenden. Also nur weil das jetzt hier ein Designcode für Lampenvideo ist, also ich denke mal, das ist selbsterklärend, aber manchmal kommt man nicht auf die Idee, lässt sich das natürlich auch noch für andere Dinge benutzen. Aber ich versuche euch natürlich auch Designs zu zeigen, die wirklich perfekt dann zu dem speziellen Thema passen. Dann haben wir hier so eine Häkel- oder Makramee-Decke, die sich natürlich auch an Wände hängen lässt, aber auch an den Straßenlampen sehr, sehr cool aussieht und natürlich auch wieder abhängig vom Inselthema das ganze Design auch nochmal ergänzen kann. Hier bei dem Designer bzw. der Designerin gibt es auch sehr viele coole Designs und vor allen Dingen halt auch die für die Straßenlampen finde ich sehr cool. Da hängen auch wieder verschiedene Ketten mit verschiedenen Anhängern dran und das ist auch wieder sehr kreativ, auch wieder was Besonderes, was man dann vielleicht nicht überall hat auf jeder Insel, weil ich denke mal, so diese Blumenkörbe, die werden sehr viele benutzen, weil sie halt auch wirklich sehr schön sind und speziellere Designs passen dann natürlich auch eher zu spezielleren Inseln und hier haben wir den Drachen, den Pilz, also wirklich viele verschiedene Arten und die gibt es nicht nur in schwarz, sondern auch in weiß, deswegen hat man da auch nochmal die Möglichkeit, die verschiedenen Straßenlampen damit zu dekorieren, die kann man ja auch in verschiedenen Farben haben, in so Bronze, Weiß, Schwarz und so weiter und deswegen finde ich das ganz cool, dass es hier dann auch nochmal eine Auswahl aus verschiedenen Farben gibt, dass man das an die verschiedenen Lampenfarben anpassen kann. Und da das Update kurz vor der Weihnachtszeit rauskam, gibt es natürlich auch viele Weihnachtsdesigns aktuell. Und ich zeige euch jetzt auch ein paar MAs, wo viele Weihnachtsdinger dabei sind. Hier haben wir zum Beispiel einen Mistletoe, den ich auch sehr, sehr hübsch finde. Den kann man natürlich auch sich an die Wand hängen. Und bei dieser Designerin gibt es auch wieder so einen Kranz mit einer Glocke dabei, aber auch viele Designs, also hauptsächlich Designs, die kein Weihnachtsthema haben. Und ihr werdet im Verlauf des Videos nochmal ein paar andere Kränze und so weiter sehen, das halt auch zum Weihnachtsthema passt. Und hier fand ich auch die anderen Pflanzen sehr schön und stelle ich mir auch sehr hübsch vor. Oder vielleicht auch in Räumen oben an der Decke entlang, so als Girlande mäßig, so mit Pflanzen. Fände ich auch schön. Und wie gesagt, werdet ihr dann auch viele Muster bzw. Ideen immer mal wiederfinden, aber halt in verschiedenen Stilen, was dann natürlich auch dann perfekt für euch ist, weil ihr dann einfach das aussuchen könnt, was euch am allerbesten gefällt.
Hier haben wir zum Beispiel auch die Weihnachtsglocken mit den Tannen, was wahrscheinlich auch sehr cool aussieht, an den Straßenlampen, wenn man gerade eine Weihnachtsinsel macht oder wenn man seine Inseln prinzipiell den Seasons anpasst. Finde ich dann auch sehr hübsch, die Glocken zu nehmen. Die gibt es auch in 3 verschiedenen Farben, also in Pink, in Silber und in Gelb. Und diese Designerin oder der Designer hat auch verschiedene Kränze noch gestaltet. Und auch an sich, finde ich, lassen sich die anderen Weihnachtsdesigns gut verwenden, weil die so ein bisschen aussehen, als könnten die halt auch von den Straßenlampen so runterhängen. Zum Beispiel finde ich, dass man den Olaf nehmen kann oder die 2 Weihnachtsmänner nebeneinander. Das sind zwar Kerzen, die wahrscheinlich gedacht sind, um die hinter den Kamin an die Wand zu machen, dass das so aussieht, als würden da so Weihnachtskerzen stehen. Aber ich finde, die könnten trotzdem als Weihnachtsdeko auch von den Straßenlampen runterhängen. Oder der Mond zum Beispiel, der geht ja auch sehr weit nach oben. Also es ist halt sehr wichtig, dass das Design wirklich bis oben hin von der Leinwand abschließt. Dann sieht das auch mehr oder weniger realistisch aus, als würde das auch wirklich dann von den Straßenlampen runterhängen. Von diesen Designs bin ich mehr als begeistert. Ich finde vor allen Dingen auch hier dieses Friseurschild sehr cool, aber auch die anderen Schilder sind so detailreich und so schön gestaltet und halt auch nicht zu pixelig. Also das hat auch wirklich was Plastisches, was ich immer sehr wichtig finde und sehr cool. Es gibt dann hier zum Beispiel auch dieses Happy Home Paradise Design, was mir persönlich auch sehr gut gefällt, oder das Coffee-Schild. Also allgemein dieser Designer oder diese Designerin hat wirklich sehr, sehr coole Sachen gestaltet. Die Milchkanne, die Brezeln und das Kaffeeschild sind natürlich genauso cool wie die anderen Designs. Also hier die Sachen kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wenn wir schon bei Schildern sind, kann ich euch auch die hier wärmstens empfehlen. Das ist immer derselbe Stil, in dem die gemacht wurden, aber für verschiedene Möglichkeiten bzw. Läden. Also wir haben ja einmal den Antikladen, einen Fahrradladen, eine Bakery, ein Café und vielleicht auch noch einen Musikladen. Also wirklich viele verschiedene Designs und jetzt auch nicht unbedingt nur Nux-Laden und die Able Sisters, sondern wirklich dann auch noch für andere Läden, die ihr euch vielleicht auf die Insel selber bauen könnt. Und auch, dass die im gleichen Stil sind, finde ich sehr cool. Also sollten einem diese Schilder gefallen und auch die Ideen für Läden, kann man das dann auch für alles benutzen und das passt dann auch natürlich alles zusammen auf der eigenen Insel. Hier haben wir wieder einen Code mit verschiedenen Kränzen und auch Blumenampeln und wir haben hier auch eine Teekanne, die quasi von den Straßenlampen runterhängt. Also vielleicht auch eine Alternative zu einem normalen Kaffeeschild, wo dann das Wort drin steht, aber kann man natürlich auch gerne so nutzen, wie man möchte, ist ja sowieso logisch. Und mir gefällt hier dieses einfache Design, was aber auch so ein bisschen pastellig ist irgendwie in die Richtung, also so ein bisschen was, ja, Boho, aber auch Cottagecore-mäßiges hat. Also gefällt mir persönlich sehr gut. Die Blumenkörbe bzw. Ampeln mag ich auch sehr gerne, obwohl mir bei den anderen besser gefällt, dass die halt noch so ein bisschen, also die Pflanzen noch mal so ein bisschen runterhängen, aber trotzdem macht es das ja hier nicht weniger schön. Bei dem Code fand ich die Idee mit den Vogelkäfigen auch sehr cool. Also das sind einfach so Käfige in verschiedenen Farben und mit Pflanzen und einem Vogel drin. Und das stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr hübsch vor. Egal ob jetzt Cottagecore oder auch Boho-Inseln oder auch tropische Inseln. Also ich finde, die Blumenfarben und so weiter passen auch dazu. Oder sonst jede Insel. Ich versuche nur ein bisschen Inspiration hier mit einzuwerfen. Also da sind wirklich auch sehr, sehr schöne Designs dabei. Also von den Farben her natürlich auch. Und wie gesagt, die Idee mit dem Vogelkäfig finde ich auch wirklich sehr originell. Von diesem Designcode könnte man sicherlich auch die anderen Designs verwenden, weil die auch relativ weit oben an der Leinwand abschließen. Aber was mir hier besonders aufgefallen ist, ist das Häschen, das auf der Schaukel sitzt. Auch wieder sehr originell wie die Vogelkäfige gerade eben und halt auch einfach sehr süß. Und deswegen musste ich euch das auch unbedingt zeigen. Hier hätten wir auch wieder einen Käfig, aber mit Rosen drin dieses Mal. Die passen übrigens auch zu dem Wegdesign und so weiter und dem Blumendesign von derselben Erstellerin oder demselben Ersteller. Das heißt, wenn ihr irgendwie so, wenn euch die Farben gefallen, die Richtung und die Rosen natürlich auch, dann könnt ihr hier alles zusammen verwenden und das passt dann perfekt zusammen. Also es hat wirklich sehr, sehr sweete Vibes, finde ich. Und die Blumen gibt es auch nochmal nur als so Blumenranken, die dann so runterhängen. Also da könnt ihr euch aussuchen, wollt ihr den Käfig, wollt ihr nur die Blumen oder vielleicht auch beides und das dann einfach abwechseln. Aber die Wege, die Blumen und so weiter werdet ihr dann natürlich auch in den entsprechenden Videos nochmal sehen. Aber hier habt ihr dann natürlich auch noch einmal die MA, wo ihr dann direkt einmal alles zusammen runterladen könnt. Und wenn wir dann auch nochmal bei Ladenschildern sind, dann haben wir hier auch wieder eine richtig coole Auswahl aus weißen, schwarzen und aus Holzschildern. Für das Café, für Nux-Laden, für das Museum, aber auch für die Schneiderei und was mit den Schwertern ist. Wahrscheinlich
vielleicht Rainer, ich weiß es nicht genau. Aber die Kombi finde ich sehr cool und ich finde, die Holzschilder sind richtig krass gemacht. Also das sind wirklich meine Lieblingsschilder hiervon. Aber natürlich sehen die anderen auch super cool aus. Aber die wollte ich euch auch unbedingt zeigen, weil ich die Designs wirklich sehr cool finde. Die sind auch sehr realistisch und sehr plastisch. Auch super schön gestaltet, also nicht so pixelig. Das gefällt mir persönlich ja nicht so gut. Deswegen auch absolute Empfehlung hier für diese Designs. Hier hätten wir dann auch nochmal so cute Designs mit den Bären. Also finde ich ähnlich zu dem Hasen auf der Schaukel. Auch von den Farben her so gedeckt und ruhig und auch einfach sehr süß gestaltet. Dann gibt es auch noch einmal die Schleife. Und was ich persönlich auch sehr hübsch finde, sind die Ketten, nenne ich das einfach mal, die dann so runterhängen. Finde ich, ist auch eine sehr coole Idee, dann da so Ketten einfach runterhängen zu lassen. Da kommen dann auch gleich noch welche Studio Ghibli Ketten, die werdet ihr dann auch nochmal sehen. Und ich finde halt einfach diesen süßen Cottagecore Boho-Stil auch einfach sehr, sehr hübsch. Hier haben wir dann auch wieder ein paar Schilddesigns, die ich auch sehr cool finde. Also dieses Able Sisters, das passt auch perfekt, finde ich, zu dem Außenbereich von der Schneiderei. Dann das Nooks Cranny Schild finde ich auch sehr hübsch, passt auch wieder perfekt. Man muss natürlich wissen, so möchte man das auf Englisch da haben oder nicht, weil das gibt es ja hier logischerweise nur auf Englisch und da bin ich mir auch nicht sicher, weil die halt keine Ketten haben, wo das dann von runterhängt, ob das dann so realistisch auf den Lampen aussieht. Zur Not hätte man aber auch nochmal diese ausgefüllten Designs, wo Able Sisters und Nooks Cranny draufsteht. Also das könnte man dann vielleicht auch nochmal so als Fahnen verwenden, aber wenn man so ein bisschen was Durchsichtigeres haben möchte, also was mehr so nach einer nach einem kleinen Schild aussieht, dann würde ich es damit versuchen und vielleicht stört das ja auch gar nicht, dass da keine Ketten sind, die davon runterhängen. Und wo wir jetzt auch bei Fahnen sind, nenne ich das jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, hätten wir hier auch noch diese Fahnendecken, was auch immer, mit so Efeu dran, was auch sehr hübsch aussieht auf den Straßenlampen. Und da gibt es auch wieder verschiedene Farben, je nachdem ob Herbst oder halt Sommer, Frühling, was weiß ich. Oder natürlich auch ohne Efeu, wenn man einfach nur den Stoff haben möchte. Hier bei diesem Code gibt es wieder eine Auswahl aus verschiedenen Designs, die man an die Lampe hängen kann. Unter anderem diese Hörner hier, aber auch diese Messing-Metallschilder oder auch diesen Kranz. Also auch wieder sehr, sehr hübsche Sachen. Auch wieder so ein bisschen gedeckter. Das gefällt mir persönlich halt einfach sehr gut. Wir haben hier auch wieder einen Weihnachtskranz, wenn ihr noch irgendwelche Sachen braucht. Und hier haben wir auch noch einmal Tom Nook. Also wirklich eine super süße Auswahl. Und was mir besonders gut gefällt, sind auch die Märchenschilder, die man sich dranhängen kann. Also was man sehr gut erkennen kann, ist in der Mitte Rotkäppchen, aber links gibt es auch einmal die Bremer Stadtmusikanten und die Idee finde ich einfach wirklich sehr cute und die Umsetzung auch sehr cool. Also das hätte ich nicht gedacht, dass man sowas auf so einem kleinen Mini-Design hinkriegt. Also finde ich sehr, sehr kreativ und auch sehr originell. So, und die nächsten Designs, die lasse ich jetzt einfach mal im Hintergrund laufen, während ich noch ein paar Worte sage. Ihr seht ja, was da ist und ihr seht auch die Codes und könnt euch die einfach abspeichern. Und wie gesagt, da kommen immer mal wieder die gleichen Ideen, nur anders umgesetzt oder auch mal was Neues. Und was ich noch einmal dann abschließend sagen möchte, ist natürlich, was ich ja auch schon eben gesagt habe, ihr könnt die Designs auch als andere Dinge verwenden, als Sticker, als Bodendesigns, als Blümchen, was weiß ich. Ihr seht natürlich auch so ein bisschen die anderen Designs, die die Designer haben und wenn ihr die MA eingebt, dann werdet ihr natürlich auch nochmal auf mehr Designs von denjenigen stoßen. Die könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne benutzen und wir werden auch immer mal wieder die gleichen Codes sehen. Nur damit das halt in Kategorien eingeteilt ist, habe ich mich dann immer pro Video auf die Kategorie fokussiert, damit wir auch wirklich dann alles easy suchen können, weil ich habe ja vorher diese besten Custom Designs gemacht und immer irgendwie random coole Sachen gezeigt und auch total gemischt von Böden bis Klamotten bis was weiß ich und das war dann nicht einfach, die einzelnen Dinge zu finden. Deswegen mache ich das jetzt nach Kategorien aufgeteilt und da wird es wirklich alles Mögliche geben, von den Lampen bis zu Stickern, bis zu Zwischenwänden, Verkaufsständen, Wegen, Blumendesigns, Steindesigns, alles, was das Herz begehrt, Teppiche, Decken, alles. Und wie gesagt, kommt sehr, sehr gerne bei mir auf den Discord-Server und postet da, egal ob eure Designs, die ihr gefunden habt, die ihr unbedingt teilen wollt, wo ihr meint, ey, das muss jeder mal gesehen haben. Also macht das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und natürlich könnt ihr nicht nur diese Designs für andere Sachen benutzen, ihr könnt natürlich auch andere Sachen für die Lampen benutzen. Jeder soll das Spiel so spielen, wie er möchte und das möchte ich an der Stelle nur noch mal gesagt haben. Das Einzige, was wichtig zu beachten ist, dass die Designs einfach oben an der Leinwand abschließen
anschließen, sodass das dann wirklich aussieht, als würden die von den Lampen runterhängen. Hier habt ihr dann auch nochmal ein paar Bilder, die ich nochmal nach dem Abfilmen der Codes gefunden habe. Hier, das ist zum Beispiel auch eigentlich eher in Anführungsstrichen nur ein Rad. Ich finde aber dadurch, dass es halt so weit hoch geht, kann man das auch easy an die Lampen hängen. Und das war's dann auch mit dem ersten Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und ob ihr das gut findet, wie ich es mir überlegt habe. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.